Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Heute geht es nochmal um das KGV. Ja, zweiter Teil. Diesmal zeige ich dem Bosco, wie man das KGV zweier Zahlen mit Hilfe der Primfaktorzerlegung bestimmen kann. Dann schieß mal los. Ja, nur als Tipp noch für die Zuschauer, man kann das KGV auch mit Hilfe der vielfachen Mengen bestimmen. Das habe ich dem Bosco schon erklärt, das Video ist unten verlinkt. Ja. Gut. Bestimmen wir das KGV von 24 und 36. Dazu müssen wir erstmal die 24 und die 36 in Primfaktoren zerlegen. Wie das geht, dazu gibt es auch schon ein Video, verlinken wir auch unten. Weiß ich gar nicht mehr. Dann zeige ich es dir nochmal mit der 24. Ja. Wir schreiben 24 ist gleich und teilen das jetzt durch Primfaktoren. Die 2 ist ja die kleinste Primzahl und die steckt in der 24 drin, weil die 24 gerade ist. Ich kann also hinschreiben 2 mal und denke mir 24 geteilt durch 2 sind ja 12. Die 12 schreibe ich nicht hin, sondern zerlege die weiter. Da steckt wieder die 2 drin. Also schreibe ich noch eine 2 auf. Rechne 12 durch 2 sind 6. Ja. Und jetzt zerlege ich noch die 6. 6 ist 2 mal 3. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Dann habe ich da 2 mal 2 mal 2 mal 3 stehen. Genau, 3 ist auch eine Primzahl, deswegen bin ich jetzt fertig. Ja. Dann mach das mal für die 36. Die 36 ist durch 2 teilbar. Das heißt, ich schreibe 2 hin mal 36 durch 2 sind 18. Die 18 kann ich auch nochmal teilen durch 2. Also schreibe ich die nächste 2 hin. Die 18 durch 2 ist 9. Und 9 ist 3 mal 3. Gut. Fertig. Also steht da 2 mal 2 mal 3 mal 3. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Genau. Bis jetzt war es noch gar nichts Neues für dich, Bosco. Aber du schreibst jetzt hier ein KGV von 24 und 36. Ja. Und jetzt schreibst du von der größeren der beiden Zahlen, Also der 36. ja, alle Faktoren ab. 2 mal 2 mal 3 mal 3. Ja. Und jetzt stellst du dir das vor wie Bausteine. Wenn du schon mal Lego oder Duplo gespielt hast, dann weißt du ja, dass es Bausteine verschiedener Größe gibt. Und um jetzt ein bestimmtes Haus zu bauen, brauchst du auch eben ganz bestimmte Bausteine. Und um die 24 zu bauen, brauche ich eben 3 Zweier und eine 3. Ja. Und jetzt gucke ich bei dem, was ich da jetzt abgeschrieben habe, welche Bausteine habe ich da schon. Ich habe da 2 Zweier und 2 Dreier. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die 24 bauen will, fehlt mir ja noch eine 2, weil die 24 benötigt 3 Zweier. Klar. Das ist klar? Ja. Das heißt, ich schreibe jetzt von der 24 nur noch den oder die Bausteine ab, die mir noch fehlen. Ja, also mal 2. Ja, gut, die schreibe ich noch dazu. Okay. Und das muss ich jetzt alles ausrechnen. Natürlich geschickterweise nicht eins nach dem anderen alles ausrechnen, denn ich weiß ja, 2 mal 2 mal 3 mal 3 sind 36. Ach so. Also kann ich ja hinschreiben 36 und dann mal die 2, die ich von der 24 genommen habe. 36 mal 2 sind 72. Ja, also ist das KGV von 24 und 36 72. Ja, hatten wir Das mit den anderen. Genau. In dem anderen Video haben wir das mit der vielfachen Menge schon rausbekommen, dass der 72 rauskommt, aber das ist jetzt eben einfach die zweite Methode mit der Primfaktorzerlegung. Ja, okay, dann lass mich mal probieren. Stopp, liebe Zuschauer, ihr könnt auch gerne mal versuchen, bei diesen Aufgaben das KGV mit Hilfe der Primfaktorzerlegung rauszubekommen. Jetzt und gerne Daumen hoch und Abo dalassen. Und dann zeige ich euch, wie es geht. Ja. Mit der 6 und der 14. Genau. Die 6 ist gleich 2 mal 3. Ja. Fertig. Die 14 ist 2 mal 7. Auch fertig. So, jetzt schreibe ich KGV in Klammer 6 und 14 ist gleich 2 mal 7, weil von der größeren schreibe ich es auf. Ja. Die 2 habe ich schon, also ich brauche jetzt für die 6 brauche ich ja ein 2 mal 3. Eine 2 habe ich schon, aber eine 3 noch nicht. Genau. Also schreibe ich noch mal 3 hin. Richtig. So, 2 mal 7 sind ja 14, haben wir schon. Also ist gleich 14 mal 3. Ja. Dann rechne ich das aus, das sind 42. Prima. Und das ist das KGV, Richtig. das gesuchte KGV. Ja, das KGV von 6 und 14. Ja, super. Ja, also okay. KGV, kleinste gemeinsame Vielfache. Also von der 12 und von der 15. Ja. Die 12 zerlege ich in, die ist durch 2 teilbar, 2. Dann habe ich die 6 übrig. 12 durch 2 ist 6. Und die 6 ist 2 mal 3. Ja. Also steht da 2 mal 2 mal 3. Korrekt.
Die 15 sind einfach 3 mal 5. Gut. So, dann schreibe ich das von der größeren Zahl auf. Nehme ich die 3 mal 5. Jetzt fehlen mir 2 Zweier, kann das sein? Ja, aber du hast ja noch gar keine Zweier aufgeschrieben, aber die 12 benötigt 2 Zweier. Und die 3 habe ich schon. Ah ja. Also schreibe ich noch hin 2 mal 2. So, 2 mal 2 sind 4. Und 3 mal 5 sind 15. Also 15 mal 4 sind 60. Ja. Gut gemacht, Bosco. Okay, aber die andere Variante gefällt mir besser. Mit der vielfachen Menge? Ja. Ich bin so ein Kopfrechner. Ja, die Primfaktorzerlegung ist schon eher was für Fortgeschrittene. Jetzt wollte ich dir aber noch einen Sonderfall zeigen, Bosco. Ich bin doch der Sonderfall. Wieso? Du bist der Sonderfall? Naja, hast du schon mal sonst einen Geier gesehen, der Mathe lernen will? Wenn das kein Sonderfall ist. Ja, da hast du egal. recht. Weiter geht's. Zeig mir den Sonderfall. Also KGV von der 16 und der 27. Ja. Jetzt mach doch erstmal die Primfaktorzerlegung. Die 16 ist durch 2 teilbar. Dann habe ich eine 8. Die ist auch durch 2 teilbar. Dann habe ich eine 4. Und die 4 ist 2 mal 2. Also stehen da insgesamt 4 Zweier. 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist 16. Genau. So, und die 27 ist durch 3 teilbar. Das sind 9. Und die 9 ist 3 mal 3. Also 3 mal 3 mal 3. Ja. Und jetzt haben wir den Fall, dass die gar keine Faktoren gemeinsam haben. Ah, stimmt. Das nennt man teilerfremd. Teilerfremd. Die sind teilerfremd. Teiler. Und immer wenn Da ist sie wieder. die Zahlen, von denen man das KGV bilden möchte, teilerfremd sind, dann geht es so, dass man die beiden einfach miteinander multipliziert. Ich meine, das kann man jetzt hier schön sehen. Wir müssen ja von der größeren Zahl alle Faktoren abschreiben. Das heißt 3 mal 3 mal 3. Und die 16 braucht jetzt aber trotzdem noch ihre 4 Zweier. Das heißt, jetzt schreiben wir noch dazu mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Und da steht jetzt also insgesamt ja 27 mal 16. Stimmt. Das heißt, das hatte ich dir auch in einem anderen Video schon erklärt zum KGV. Wenn man das KGV von 2 Zahlen bildet, die teilerfremd sind, dann muss man diese beiden Zahlen einfach nur miteinander multiplizieren. Stimmt. Und ich soll jetzt multiplizieren. 27 mal 16. Das ist doch eine deiner leichtesten Übungen, Bosco. Schriftliches Multiplizieren. Haben wir da auch schon ein Video gemacht? Natürlich. Ah, dann schaut mal nach unten. Beziehungsweise ich muss mal schauen. Drück mal kurz auf Stopp, ich muss mir das andere Video angucken. Okay, 27 mal 16 schreibe ich auf. Liegen Strich drunter. Vielleicht solltest du mal an deinem Gedächtnis arbeiten, Bosco. Ja, das ist wieder ein anderes Thema. So, dann rechne ich 6 mal 7 sind 42. Da schreibe ich die 2 unter die 6 und merke mir die 4. 6 mal 2 sind 12, plus die 4 sind 16. Die schreibe ich auf. Na geht doch. So, die 1 mal 27 kann ich einfach abschreiben unter die 1. 7 und die 2. Und dann muss ich noch addieren. Korrekt. Strich drunter. 0 plus 2 ist 2. 7 plus 6 ist 13. 3 schreibe ich hin, 1 merke ich mir. 1 plus 2 ist 3, plus 1 ist 4. Gut. 432. Das ist der KGV von 16 und 27. Na gut. Prima.